Wir sind mal wieder in den Niederlanden. Und zwar sind wir jetzt auf der Anfahrt zu einem Stellplatz an einem Yachthafen. Und den möchte ich euch heute zeigen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Jetzt haben wir den Stellplatz erreicht. Uns war nicht ganz klar, wo genau die Einfahrt ist. Daher haben wir im Moment gewartet und geschaut. Und jetzt haben wir aber die richtige Zufahrt gefunden. Blick auf die Karte, wo liegt dieser Ort? Wir sind westlich von Groningen und dort gibt es diesen kleinen Ort oder diesen Hafen Kijkhorne. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich blende es nachher nochmal ein. Das ist niederländisch. Die Schranke öffnet sich, wir werden vom Hafenmeister begrüßt und er zeigt uns, wo wir uns hinstellen dürfen. Es gibt hier verschiedene Bereiche, wo man stehen kann. Wir haben uns entschieden, auf die andere Seite des Hafenbeckens zu fahren. Dort gibt es schöne Plätze direkt am Wasser. So müssen wir um das Hafenbecken herumfahren. Alles sehr großzügig hier, so also auch für große Mobile kein Problem hier. Hier auf der rechten Seite, auf der Rasenfläche, dort haben wir uns einen Platz ausgesucht, mit Blick auf den Hafen. Die Mobile, die man hier jetzt vor uns sieht, die stehen direkt an dem Kanal, der an dem Stellplatz vorbeiführt. Rita gibt mir Anweisungen, wie ich den Platz hier anfahren soll. Der Hafenmeister hatte uns erklärt, wir möchten uns bitte mit der Frontscheibe zum Hafenbecken hinstellen. Es gibt hier keine exakte Parzellierung, aber man stellt sich immer so hin, dass man dem Nachbarn auch genug Platz lässt. Die Plätze sind so groß, dass man also auch ohne weiteres die Markise ausfahren kann. Es gibt hier eine Vielzahl von Freizeitbooten. Einige liegen hier fest, andere kommen hier an und übernachten hier, genau wie wir Camper. Vorne an der Zufahrt steht das Sanitärgebäude. Dieses Gebäude kann genutzt werden von den Campern, aber natürlich auch von den Bootseignern. Im Außenbereich gibt es eine Abwaschmöglichkeit. Und dann gibt es hier noch Toiletten und es gibt auch Duschen. Die Duschen sind kostenpflichtig, muss man mit Münzen bezahlen. Die Toiletten kann man kostenlos nutzen. Waschmaschine und Trockner gibt es hier auch. Dazu muss man aber sich einen Schlüssel holen, wenn man das nutzen möchte. Und ist natürlich kostenpflichtig. Kostenloses WLAN ist auch vorhanden. Einen Ausguss für die Toilette und einen Bodeneinlass gibt es. Frischwasser muss bezahlt werden. Es gibt verschiedene Zapfstellen auf dem Platz. 10 Cent, dafür bekommt man ca. 10 Liter Wasser. So sieht das Ganze von oben aus auf der Karte. Man sieht das Hafenbecken, dann die Ein- und Ausfahrt zum Hafen, zum Kanal hin. Es gibt einen Bereich auf dem Stellplatz, dort steht man nicht am Wasser, also nicht am Hafen oder am Kanal. Wem das also lieber ist, der stellt sich in diesen Bereich. Zum Platz gehört auch eine Tankstelle, die ist allerdings nur zu nutzen für Bootsfahrer. Über der Zufahrt zum Hafen gibt es eine Brücke. Wenn man dort hochgeht, hat man eine schöne Übersicht über den Hafen und das umliegende Gebiet. Man sieht, dass es hier alles schön grün ist und dass es viel Freifläche gibt. Der Stellplatz ist geöffnet vom 15. März bis zum 1. November.
Am Kanal wird es nie langweilig, dort gibt es die unterschiedlichsten Boote zu sehen. Man kann sich seinen Stuhl nehmen und setzt sich an den Kanal und beobachtet dort das Treiben. Aber auch wer nicht Wasser mag und vielleicht lieber mit dem Fahrrad fährt, der ist natürlich in den Niederlanden genau richtig. Hier gibt es viele gut ausgebaute Fahrradwege. Der nächste Ort ist etwa 2,5 Kilometer entfernt vom Stellplatz und heißt De Westereen. Ja. In diesem Ort gibt es verschiedene Restaurants und natürlich auch Einkaufsmöglichkeiten. Der Ort hat etwa 5000 Einwohner und gehört zur Region Friesland hier in den Niederlanden. Auch einen bekannten Discounter findet man hier. Mitten im Ort findet man eine Art Marktplatz, dort gibt es noch weitere Restaurants. In dieser Region gibt es ca. 162 Kilometer Fahrradwege oder ausgewiesene Routen, die man abfahren kann. Dazu muss man ins Internet gehen und mal schauen, was es da im Einzelnen gibt. Teilweise führen diese Strecken auch am Kanal entlang. Wenn ich das mal irgendwo richtig gelesen habe, dann gibt es allein hier in Friesland in den Niederlanden mehr als 5000 verschiedene Routen, die man mit dem Fahrrad abfahren kann. Wir fahren wieder zurück zum Stellplatz. Hier auf dem Stellplatz werden täglich Plätze frei, also der Platz ist immer gut besucht, aber es fahren auch jeden Tag einige wieder weg, sodass man immer einen Platz eigentlich im Prinzip hier bekommt. Der Stellplatz ist großzügig angelegt, so können hier auch ohne weiteres größere Mobile stehen. Der Platz kostet im Juli 2022 14 € pro Tag. Strom muss extra bezahlt werden, dazu muss man Münzen einwerfen. Jetzt Mitte Juli haben wir sehr heiße Tage, da ist es hier am Wasser sehr angenehm. Es weht immer eine leichte kühle Brise hier so über den Platz. Man sieht, wir stehen hier auf Gras. Und es ist auch noch ausreichend Platz, um die Markise auszufahren und abzuspannen. Ich werde immer wieder nach dem Sonnenschutz auf unserer Frontscheibe gefragt. Es ist ein Sonnenschutz, der die Sonne gut abhält, aber man kann trotzdem noch nach draußen schauen. Das finden wir sehr angenehm. Der Sonnenschutz ist vom Hersteller Hindermann und unter der Bezeichnung Universal findet man ihn im Netz. Natürlich haben wir in dieser Region auch wieder einige Geocacher eingesammelt und so sitzt Rita jetzt da und ordnet alles wieder und plant die nächste Runde. Wir haben in diesem Sommer die Niederlande mehrfach bereist und wir waren immer zufrieden, auch in diesem Fall sind wir das wieder. Wir haben uns sehr wohl gefühlt hier auf diesem Platz. Ja, und das war es dann auch mal wieder. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.